Der Himmel über der ruhigen Stadt Jackson verdunkelte sich, als der Nachmittag voranschritt. Die Straßen waren fast menschenleer, als ob die drohende Regenwolke eine stumme Warnung ausgesandt hätte, dass jeder besser zu Hause bleiben sollte. Es war kein besonders außergewöhnlicher Tag, aber für Alan Bryan sollte dieser Dienst in der Polizeiwache unvergesslich werden. Mit gerade einmal 25 Jahren konnte Alan bereits auf 3 Jahre Erfahrung als Polizist zurückblicken. Er war entschlossen, ließ jedoch manchmal seine Jugend und eine gewisse Überheblichkeit überhand nehmen. Aufgewachsen in den Vororten, in einem Mittelklassehaushalt, hatte er gelernt, mit den subtilen, aber allgegenwärtigen Spannungen umzugehen, die der Alltag mit sich brachte. Diese Erfahrungen prägten seine selbstbewusste Haltung und das Vertrauen, das er in seinem Beruf ausstrahlte. Großgewachsen, mit kurzen blonden Haaren und intensiven blauen Augen, die jeden durchdringen konnten, wirkte Alan auf Außenstehende einschüchternd. Doch tief in ihm wohnte ein Schatten der Unsicherheit, ein Gefühl, das er nicht benennen konnte, das ihn jedoch gelegentlich zu unnötiger Strenge trieb. Genau dieses Gefühl ließ ihn einen Mann bemerken, der durch den Süden der Stadt spazierte, ein Gebiet, das überwiegend von Afroamerikanern bewohnt wurde. Matthäus, 33 Jahre alt, hatte eine beeindruckende Präsenz und eine ruhige Ausstrahlung. Ein unermüdlicher Arbeiter, der jede seiner Errungenschaften hart erkämpft hatte und sich nicht leicht aus der Fassung bringen ließ. Seine schwarze Haut glänzte im feuchten Licht der Umgebung und sein Gesichtsausdruck strahlte sowohl Stolz als auch Bescheidenheit aus, als ob jeder seiner Schritte ein Zeugnis der Kämpfe war, die er in seinem Leben bereits gemeistert hatte. Aufgewachsen in einer katholischen Kirche war Matthäus von seiner gläubigen Mutter in den Werten des Glaubens und der Gerechtigkeit erzogen worden. Schon früh lernte er, dass der Charakter eines Menschen nicht durch die Hautfarbe, sondern durch die Art bestimmt wird, wie er den Widrigkeiten des Lebens begegnet. Während er in einem dunklen Anzug, der seine Eleganz unterstrich, zu seinem Ziel ging, bemerkte er ein Polizeiauto, das langsam die Straße entlang fuhr. Das leise, aber dennoch präsente Sirenengeräusch zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Er drehte den Kopf in einer Bewegung, die sowohl Neugier als auch Vorsicht ausdrückte. Am Steuer saß Alan, der Matthäus mit einem kritischen Blick beobachtete. Für ihn war der Anblick eines gut gekleideten schwarzen Mannes in diesem Viertel Grund genug für eine Kontrolle. »Hey Sie, wo wollen Sie hin?« rief Alan, als er sich näherte. Matthäus blieb stehen, überrascht von dem schroffen Ton, bewahrte jedoch Ruhe. Er wusste, dass jede falsche Reaktion leicht missverstanden werden konnte. »Guten Tag, Officer. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen«, antwortete er höflich, obwohl ein leichter Anflug von Verärgerung in seinem Blick zu erkennen war. Alan stieg aus dem Wagen und ging auf Matthäus zu. Seine Stiefel hallten auf dem nassen Asphalt wider. Der Größenunterschied zwischen den beiden war offensichtlich, doch der wahrgenommene Machtkontrast schien noch größer zu sein. Alan musterte Matthäus von oben bis unten, betrachtete seinen Anzug, seine Uhr und schließlich sein Gesicht, als suche er nach etwas Verdächtigem. Ein Treffen? Und was für ein Treffen soll das sein? Sie sehen nicht aus, als ob sie von hier wären. Matthäus atmete tief durch und unterdrückte die aufkeimende Verärgerung. Es war nicht das erste Mal, dass er in eine solche Situation geraten war, aber dieses Mal fühlte sich etwas anders an, als ob es jeden Moment außer Kontrolle geraten könnte. »Es ist ein Geschäftstreffen, Officer. Ich sehe keinen Grund dafür, aufgehalten zu werden.« Alan lachte verächtlich, sein Lachen hallte an den Fassaden der umliegenden Gebäude wider. »Geschäfte natürlich. Zeigen Sie mir sofort Ihren Ausweis.« Matthäus, der seine Ruhe bewahrte, griff langsam nach seiner Brieftasche, wobei er darauf achtete, keine schnellen Bewegungen zu machen, die als Provokation missverstanden werden könnten. Er reichte Alan seinen Ausweis, den dieser mit einem verächtlichen Blick begutachtete. »Chris Matthäus«, murmelte Alan. »Und wo arbeiten Sie?« Bevor Matthäus antworten konnte, ertönte ein dringender Funkspruch aus Alans Radio. Es war ein Alarm von der Polizeiwache. Alle Beamten sollten sofort zurückkehren. Etwas Wichtiges stand bevor. Alan warf Matthäus' Ausweis mit einer respektlosen Geste zurück. »Verschwinden Sie, bevor ich es mir anders überlege«, sagte er
und wandte sich ab, um in sein Auto zu steigen. Matthäus hob seinen Ausweis vom Boden auf, ohne seine Miene zu verziehen, obwohl er innerlich die brennende Demütigung spürte. Ohne zu kontern oder Sarkasmus zu zeigen, setzte er seinen Weg fort. Er wusste, dass die wahre Gerechtigkeit zur richtigen Zeit kommen würde. Am nächsten Morgen herrschte in der Polizeiwache eine angespannte Atmosphäre. Gerüchte machten die Runde. Etwas von großer Bedeutung stand bevor. Alan bemerkte die verstohlenen Blicke seiner Kollegen, die leise miteinander flüsterten. Kapitän Robert, ein Mann mittleren Alters mit grauem Bart und fester Stimme, hatte sich in den letzten Tagen zurückhaltend verhalten. Nun stand der Grund für sein Verhalten kurz vor der Enthüllung. »Achtung, Offiziere! Versammeln Sie sich im Konferenzraum«, befahl Kapitän Robert in einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ. Alan folgte seinen Kollegen, während ein leichter Schauer seinen Nacken hinunterlief. Er glaubte nicht, etwas Ungewöhnliches getan zu haben, abgesehen von dem Vorfall mit dem schwarzen Mann im Süden der Stadt. Solche Fälle waren in Jackson keine Seltenheit. Als alle versammelt waren, räusperte sich der Kapitän, um die Aufmerksamkeit der Gruppe auf sich zu ziehen. »Ich möchte Sie darüber informieren, dass wir heute einen neuen Polizeichef begrüßen werden«, verkündete er, während die Nachricht durch den Raum hallte. Die Spannung stieg. Er ist jemand, der hart gearbeitet hat, um hierher zu kommen und große Veränderungen in unser Team bringen wird. Ich erwarte, dass alle ihn mit dem gebührenden Respekt empfangen. Das Flüstern wurde lauter und die Ankunft eines neuen Chefs löste Erwartungen aus, die nicht jeder bereit war zu akzeptieren. Für Alan war die Angst unvermeidlich. Seine Position war zwar sicher, aber die Ungewissheit über die Veränderungen, die ein neuer Anführer mit sich bringen könnte, ließ ihn unruhig werden. Dann öffnete sich die Tür und der neue Polizeichef trat ein. Das Murmeln verstummte augenblicklich. Alle Augen richteten sich auf den Mann, der mit entschlossenen Schritten den Raum betrat. Gekleidet in einen makellosen dunklen Anzug betrat Chris Matthäus den Raum. Es war derselbe Mann, den Alan am Tag zuvor respektlos behandelt hatte. Alan erstarrte, während Verwirrung, Ungläubigkeit und schließlich eine Mischung aus Angst und Scham ihn durchfluteten. Matthäus trat vor die Versammlung. Sein ernster Blick glitt über die Polizisten, die ihn mit einer Mischung aus Überraschung und Respekt beobachteten. Als sich seine Augen mit denen von Alan trafen, hielt er seine Haltung aufrecht, doch ein dezentes Lächeln erschien auf seinen Lippen. »Guten Morgen, meine Herren«, begann er mit fester und kontrollierter Stimme. »Mein Name ist Chris Matthäus und ab heute übernehme ich die Position als Ihr neuer Polizeichef. Ich weiß, dass einige von Ihnen mich bereits kennen, aber ich hoffe, dass wir im Laufe der Zeit eine solide Arbeitsbeziehung aufbauen können.« Die Spannung im Raum war spürbar, fast greifbar. Alan blieb regungslos, kämpfte jedoch innerlich, um zu begreifen, was gerade geschah. Seine Gedanken überschlugen sich und riefen jedes Detail der peinlichen Begegnung mit Matthäus vom Vortag ins Gedächtnis. Er fühlte sich gefangen, unfähig zu reagieren oder den Fehler zu korrigieren, den er begangen hatte. Während Matthäus seine Ziele für die Polizeibehörde erklärte, strahlte seine ruhige, aber bestimmte Stimme Autorität aus. Er teilte seine Vision, die Verbindung zur Gemeinschaft zu verbessern und die Werte der Behörde zu stärken. Obwohl er zu allen sprach, hielt Matthäus Alan stets im Blickfeld, nicht mit Groll, sondern als jemand, der aus dem Leben gelernt hatte. Matthäus war kein nachtragender Mensch. Seine Mutter hatte ihm beigebracht, dass wahre Stärke in Mitgefühl und der Fähigkeit zu vergeben liegt. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich lebe schon seit vielen Jahren in Jackson. Ich kenne diese Stadt gut, die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, und die Lösungen, die wir gemeinsam erarbeiten können, fügte er hinzu. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich hier bin, um mit Ihnen zu arbeiten, nicht gegen Sie, schloss Matthäus ab und ließ eine strategische Pause, damit seine Worte sacken konnten. Doch eines möchte ich klarstellen: Diskriminierung oder Machtmissbrauch werde ich nicht dulden. Dies ist ein neues Kapitel für uns alle. Am Ende warf Matthäus einen direkten Blick auf Alan. Es war kein Blick voller Wut oder Groll, sondern etwas weitaus Mächtigeres, eine Chance. Es war eine Einladung an Alan, zu lernen, sich zu ändern und sich zu bessern. Doch Matthäus musste nichts direkt zu ihm sagen. Die Stille genügte.
Für Alan war der Moment überwältigend. Ohne ein einziges Wort der Ermahnung spürte er das Gewicht seiner Taten wie nie zuvor. Als Matthäus den Raum verließ, hinterließ er eine Atmosphäre, die von einem unangenehmen Schweigen erfüllt war. Einer nach dem anderen begannen die Polizisten den Raum zu verlassen, wobei sie sich leise untereinander austauschten. Alan blieb wie angewurzelt auf seinem Platz sitzen, als wäre er an ihn gefesselt. Seine Gedanken spielten die peinliche Episode vom Vortag wie eine kaputte Schallplatte immer wieder ab. Hauptmann Robert trat an ihn heran und legte eine Hand auf seine Schulter. Es war eine Geste der Unterstützung, aber auch eine Warnung. »Du musst mit ihm reden, Alan«, sagte er ruhig. »Jetzt hast du die Chance zu zeigen, was für ein Mann du wirklich bist.« Alan nickte langsam. Er wusste, dass Robert recht hatte. Mühsam stand er auf und verließ den Raum. Der Flur war fast leer, abgesehen von Matthäus, der in Richtung seines neuen Büros ging. Alan holte tief Luft. Er konnte die Konfrontation nicht länger vermeiden. »Herr Matthäus«, rief er mit überraschend schwacher Stimme. Matthäus blieb stehen und drehte sich langsam zu ihm um. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Ihre Blicke trafen sich, und in diesem Augenblick gab es keine Hierarchie zwischen ihnen. Nur zwei Männer. Der eine suchte die richtigen Worte, der andere war bereit zuzuhören. »Ich möchte mich für gestern entschuldigen«, begann Alan aufrichtig. »Ich hatte keine Ahnung, wer Sie sind und habe mich inakzeptabel verhalten. Ich schäme mich zutiefst.« Matthäus beobachtete ihn schweigend und ließ seine Worte nachhallen. »Was für mich zählt, ist nicht, wer du gestern warst, Alan. Was wirklich zählt, ist, wer du heute entscheidest zu sein«, antwortete Matthäus mit sanfter, aber fester Stimme. »Wir alle machen Fehler. Was unseren Charakter definiert, ist, wie wir mit ihnen umgehen. Ich bin bereit, das hinter uns zu lassen, aber ich muss wissen, ob du das auch bist.« Alan nickte entschlossen und ein großes Gefühl der Erleichterung durchströmte sein Herz. »Ja, Herr, das bin ich.« Matthäus streckte ihm die Hand entgegen und Alan ergriff sie fest und spürte die Stärke und Wärme dieser Geste. In diesem Moment wusste er, dass sein Leben eine neue Richtung einschlagen würde. Die Lektion, die Alan an diesem Tag lernte, würde nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Sicht auf seine Rolle in der Gesellschaft prägen. Er wurde jemand, der seine eigenen Fehler erkennen und an ihnen wachsen konnte. Und so, meine Freunde, lernen wir, dass wahre Stärke nicht in der Macht liegt, die wir ausüben, sondern in der Demut, unsere Fehler anzuerkennen und uns zu bemühen, besser zu werden. Was hast du aus der heutigen Geschichte gelernt und was würdest du an Matthäus Stelle tun? Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein »Gefällt mir« und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.